Hallo, willkommen. Schön, dass du wieder hier bist. Heute nehmen wir uns Zeit. Zeit für Deutsch. Zeit für Ruhe. Zeit für ein wichtiges Thema. Heute sprechen wir über Gesundheit. Gesundheit, ein schönes und wichtiges Wort. Gesundheit bedeutet, dein Körper ist gut. Dein Körper funktioniert. Du hast Kraft. Du kannst arbeiten, lernen, essen, schlafen, gehen, lachen. Aber manchmal bist du nicht gesund. Manchmal bist du krank. Krank. Ein einfaches Wort, aber ein schweres Gefühl. Krank bedeutet, dein Körper fühlt sich nicht gut. Vielleicht hast du Fieber. Vielleicht hast du Husten. Vielleicht hast du Schmerzen. Vielleicht bist du müde. Vielleicht ist dir schwindelig. Vielleicht ist dir übel. Vielleicht brauchst du Ruhe. Vielleicht brauchst du einen Arzt. Wenn du neu in Deutschland bist, kann krank sein besonders schwer sein. Besonders bedeutet, vor allem, in deinem Heimatland weißt du vielleicht, was du tun musst. Du weißt, welchen Arzt du anrufst. Du weißt, welche Medizin du kaufst. Du weißt, was deine Mutter sagt. Du weißt, welches Essen hilft. Aber in Deutschland ist vieles neu. Die Sprache ist neu. Das Gesundheitssystem ist neu. Die Apotheke ist neu. Die Krankenversicherung ist neu. Die Arztpraxis ist neu. Die Wörter sind neu. Das kann Angst machen. Angst. Ein starkes Gefühl. Du denkst, was soll ich tun? Wen soll ich anrufen? Muss ich zum Arzt? Muss ich ins Krankenhaus? Was sage ich am Telefon? Was ist ein Rezept? Was ist eine Krankmeldung? Was ist eine Krankschreibung? Was bedeutet Notfall? Was bedeutet Bereitschaftsdienst? Was bedeutet Überweisung? Heute machen wir es langsam. Ganz langsam. Du musst nicht alles sofort können. Du musst nicht jedes Wort perfekt aussprechen. Aussprechen bedeutet, sagen, wie ein Wort klingt. Du darfst langsam lesen. Du darfst leise mitsprechen. Du darfst wiederholen. Wiederholen bedeutet, noch einmal sagen. Wiederholung macht Sicherheit. Sicherheit bedeutet weniger Angst. Wir gehen Schritt für Schritt. Schritt bedeutet Step. Zuerst sprechen wir über deinen Körper, dann über Symptome. Symptom bedeutet Zeichen von Krankheit. Dann über Ruhe und Selbsthilfe. Selbsthilfe bedeutet, was du selbst tun kannst. Dann über Arzttermine. Dann über Apotheke. Dann über Arbeit und Krankmeldung. Dann über Notfall. Und am Ende wiederholen wir wichtige Sätze. Also atme ruhig ein. Atme ruhig aus. Wenn du krank bist, ist Ruhe wichtig. Ruhe bedeutet keine Panik, kein Stress,
Ein ruhiger Kopf hilft dem Körper. Körper bedeutet Body. Dein Körper arbeitet. Er möchte gesund werden. Gesund werden bedeutet wieder gesund werden. Jetzt beginnen wir mit dem Morgen. Stell dir vor, du wachst auf. Es ist früh. Draußen ist es noch dunkel oder hell. Hell bedeutet Light. Dunkel bedeutet Dark. Du öffnest die Augen. Augen. Du liegst im Bett. Bett. Du fühlst sofort. Heute ist etwas anders. Anders bedeutet nicht wie sonst. Dein Kopf ist schwer. Schwer bedeutet heavy. Dein Hals tut weh. Weh tun bedeutet hurt. Deine Nase ist zu. Die Nase ist zu bedeutet, du kannst nicht gut durch die Nase atmen. Atmen bedeutet Luft in den Körper nehmen und wieder herauslassen. Du setzt dich langsam auf. Langsam. Nicht schnell. Du fühlst dich schwach. Schwach bedeutet, du hast wenig Kraft. Kraft bedeutet Energy. Du denkst, bin ich krank? Vielleicht. Du legst die Hand auf deine Stirn. Stirn bedeutet der obere Teil vom Gesicht, über den Augen. Deine Stirn ist warm. Sehr warm. Vielleicht hast du Fieber. Fieber. Ein wichtiges Wort. Fieber bedeutet, dein Körper ist zu heiß, weil er gegen Krankheit arbeitet. Gegen Krankheit arbeiten bedeutet, dein Körper kämpft. Kämpfen bedeutet Fight. Fieber kann bei einer Erkältung kommen. Erkältung bedeutet Cold, eine normale Krankheit mit Husten, Schnupfen, Halsschmerzen. Du nimmst ein Thermometer. Thermometer bedeutet Gerät, das Temperatur misst. Messen bedeutet Measure. Du misst deine Temperatur. 38 Grad. Grad bedeutet Temperature. Du hast leichtes Fieber. Leicht bedeutet not strong. Vielleicht 38 Grad. Vielleicht 38. 5. Du bist krank. Jetzt ist der erste Schritt. Ruhig bleiben. Du sagst, ich bin krank. Ich brauche Ruhe. Ich muss heute langsam machen. Das ist kein Fehler. Krank sein ist kein Fehler. Dein Körper braucht Hilfe. Hilfe bedeutet Support. Du stehst nicht sofort schnell auf. Du trinkst zuerst Wasser. Wasser. Wenn du Fieber hast, brauchst du Flüssigkeit. Flüssigkeit bedeutet drink something liquid. Wasser, Tee, Suppe. Dein Körper verliert Wasser, wenn du schwitzt. Schwitzen bedeutet, dein Körper macht Wasser auf der Haut. Haut bedeutet Skin. Wenn du schwitzt, musst du trinken. Du gehst in die Küche. Küche. Du machst Tee. Tee ist warm. Warm hilft manchmal.
Bei Halsschmerzen. Halsschmerzen bedeutet Schmerzen im Hals. Hals. Schmerzen. Schmerz bedeutet Pain. Du nimmst vielleicht Honig. Honig ist süß. Süß bedeutet sweet. Honig kann den Hals beruhigen. Beruhigen bedeutet ruhiger machen. Du trinkst langsam. Jetzt prüfst du deine Symptome. Prüfen bedeutet Check. Symptome sind Zeichen von Krankheit. Du fragst dich, habe ich Fieber? Habe ich Husten? Habe ich Schnupfen? Habe ich Halsschmerzen? Habe ich Kopfschmerzen? Habe ich Bauchschmerzen? Habe ich Durchfall? Ist mir übel? Ist mir schwindelig? Habe ich Schmerzen in der Brust? Bekomme ich schlecht Luft? Diese Fragen sind wichtig. Nicht jede Krankheit ist gleich. Gleich bedeutet same. Manche Krankheiten sind leicht. Manche sind schwer. Leicht bedeutet mild. Schwer bedeutet serious or heavy. Du schreibst die Symptome auf. Aufschreiben bedeutet write down. Das hilft später beim Arzt. Zum Beispiel seit gestern Halsschmerzen. Heute Fieber 38 Grad. Husten seit heute Morgen. Keine Atemnot. Kein Erbrechen. Kein Durchfall. Seit gestern. Seit heute Morgen. Seit 2 Tagen. Seit einer Woche. Seit bedeutet from then until now. Dieses Wort ist sehr wichtig beim Arzt. Der Arzt fragt oft, seit wann haben Sie die Beschwerden? Beschwerden bedeutet Symptoms, Problems in the body. Seit wann? Seit gestern. Seit 3 Tagen. Seit einer Woche. Jetzt sprechen wir über wichtige Symptome langsam. Kopfschmerzen. Kopf bedeutet Head. Schmerzen bedeutet Pain. Kopfschmerzen bedeutet Pain in the head. Ich habe Kopfschmerzen. Meine Kopfschmerzen sind stark. Stark bedeutet strong. Meine Kopfschmerzen sind leicht. Leicht bedeutet mild. Halsschmerzen. Hals bedeutet throat or neck. Ich habe Halsschmerzen. Mein Hals tut weh. Ich kann schlecht schlucken. Schlucken bedeutet essen oder trinken in den Hals bringen. Wenn du Halsschmerzen hast, ist Schlucken oft schwer. Husten. Husten bedeutet Cough. Ich habe Husten. Ich huste viel. Viel bedeutet a lot. Ich habe trockenen Husten. Trocken bedeutet dry. Ich habe Husten mit Schleim. Schleim bedeutet Mucus. Das ist vielleicht unangenehm, aber ein wichtiges Wort. Schnupfen. Schnupfen bedeutet runny nose or blocked nose. Ich habe Schnupfen. Meine Nase läuft. Nase läuft bedeutet Wasser kommt aus der Nase. Meine Nase ist zu.
Das bedeutet, du kannst nicht gut durch die Nase atmen. Fieber. Ich habe Fieber. Meine Temperatur ist 38 Grad. Ich habe hohes Fieber. Hoch bedeutet high. Hohes Fieber ist vielleicht 39 Grad oder mehr. Dann brauchst du vielleicht mehr Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit bedeutet Attention. Bauchschmerzen. Bauch bedeutet Stomach or Belly. Ich habe Bauchschmerzen. Mein Bauch tut weh. Ich habe Krämpfe. Krämpfe bedeutet starke, wellenartige Schmerzen. Welle bedeutet Wave. Übelkeit. Mir ist übel. Das bedeutet, du fühlst, dass du vielleicht erbrechen musst. Erbrechen bedeutet Vomit. Ich habe mich übergeben. Das bedeutet vomited. Durchfall. Durchfall bedeutet, du musst oft zur Toilette und der Stuhl ist flüssig. Stuhl bedeutet Poop, Bowel Movement. Flüssig bedeutet Liquid. Ich habe Durchfall. Seit gestern habe ich Durchfall. Verstopfung. Verstopfung bedeutet, du kannst nicht gut auf Toilette. Ich habe Verstopfung. Ich war seit 3 Tagen nicht richtig auf Toilette. Schwindel. Mir ist schwindelig. Schwindelig bedeutet, dein Kopf fühlt sich unsicher an. Vielleicht dreht sich alles. Sich drehen bedeutet Spin. Ich fühle mich schwindelig. Ich muss mich setzen. Atemnot. Atemnot bedeutet, du bekommst schlecht Luft. Luft bedeutet Air. Ich bekomme schlecht Luft. Ich habe Atemnot. Das ist wichtig und kann ernst sein. Ernst bedeutet serious. Brustschmerzen. Brust bedeutet Chest. Ich habe Schmerzen in der Brust. Das kann ernst sein. Wenn Brustschmerzen stark sind oder mit Atemnot kommen, brauchst du schnell Hilfe. Jetzt kommt eine wichtige Frage. Ist es ein Notfall? Notfall bedeutet eine sehr dringende und gefährliche Situation. Dringend bedeutet schnell wichtig. Gefährlich bedeutet Danger. Nicht jede Krankheit ist ein Notfall. Eine normale Erkältung ist meistens kein Notfall. Aber manche Symptome können ein Notfall sein. Ein Notfall kann sein starke Atemnot, starke Brustschmerzen, Bewusstlosigkeit, starke Blutung, schwerer Unfall, sehr starke Schmerzen, Verdacht auf Schlaganfall, Vergiftung, schwere allergische Reaktion. Bewusstlosigkeit bedeutet, eine Person ist nicht wach und reagiert nicht. Blutung bedeutet, Blut kommt aus dem Körper. Unfall bedeutet Accident. Schlaganfall ist eine ernste Krankheit im Gehirn. Gehirn bedeutet Brain. Vergiftung bedeutet Poison in the body. Allergische Reaktion bedeutet
Körper reagiert stark auf etwas, zum Beispiel Essen oder Medizin. Wenn es ein Notfall ist, rufst du 112, 112, 112. Das ist die Notrufnummer. Notruf bedeutet Emergency Call. Bei Notfall 112. Du kannst sagen, ich brauche Hilfe. Ich habe starke Brustschmerzen. Ich bekomme schlecht Luft. Ich hatte einen Unfall. Die Person ist bewusstlos. Die Adresse ist wichtig. Straße, Hausnummer, Stadt, Etage. Etage bedeutet Flur. Wenn du wenig Deutsch sprichst, sag langsam: Ich spreche wenig Deutsch. Ich brauche Hilfe. Adresse: Bitte kommen Sie. Aber heute sprechen wir zuerst über eine normale Krankheit. Kein Notfall. Du hast Fieber, Halsschmerzen, Husten, vielleicht Erkältung. Du brauchst Ruhe und vielleicht einen Arzttermin. Was kannst du selbst tun? Selbst tun bedeutet do by yourself. Bei leichten Symptomen kannst du oft zuerst zu Hause bleiben. Ruhe, Schlaf, Wasser, Tee, Suppe, leichtes Essen. Kein schweres Essen, wenn dir übel ist. Leichtes Essen bedeutet einfach für den Körper. Banane, Reis, Suppe, Toast. Kartoffeln. Kartoffel bedeutet Potato. Du kannst dich ausruhen. Sich ausruhen bedeutet Rest. Du legst dich ins Bett oder auf das Sofa. Sofa. Du machst das Licht weich. Weich bedeutet soft. Du deckst dich zu. Zudecken bedeutet mit Decke warm machen. Decke bedeutet Blanket. Du schläfst, wenn du schlafen kannst. Schlaf hilft dem Körper. Schlaf. Ein sehr wichtiges Wort. Du kannst Fieber messen, Temperatur aufschreiben, viel trinken. Wenn Fieber hoch ist oder lange bleibt, brauchst du Arzt. Lange bleibt bedeutet mehrere Tage. Wenn du sehr schwach bist, brauchst du Arzt. Wenn du Atemnot hast, brauchst du schnell Hilfe. Wenn du starke Schmerzen hast, brauchst du Hilfe. Jetzt kommt die Frage, muss ich zum Arzt? Arzt bedeutet Doktor. Ärztin bedeutet Female Doctor. Hausarzt bedeutet General Doctor, Family Doctor. In Deutschland geht man oft zuerst zum Hausarzt. Hausarzt. Ein wichtiges Wort. Der Hausarzt hilft bei normalen Krankheiten. Erkältung, Fieber, Husten, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Blutdruck, allgemeine Beschwerden. Blutdruck bedeutet Pressure of Blood. Wenn du noch keinen Hausarzt hast, kannst du suchen. Hausarzt in der Nähe. In der Nähe bedeutet Near.
Du suchst online oder fragst Kollegen, Nachbarn, Freunde. Du kannst fragen: Kennst du einen guten Hausarzt in der Nähe? Nimmt die Praxis neue Patienten? Praxis bedeutet Doctor's Office. Patient bedeutet Person who sees Doctor. Nicht jede Praxis nimmt neue Patienten. Manchmal sagen sie: Wir nehmen keine neuen Patienten. Das ist ärgerlich. Ärgerlich bedeutet annoying. Dann suchst du weiter. Du kannst mehrere Praxen anrufen. Mehrere bedeutet more than one. Jetzt musst du vielleicht telefonieren. Telefonieren auf Deutsch ist schwer. Schwer bedeutet difficult. Du siehst die Person nicht. Du hörst nur die Stimme. Die Person spricht vielleicht schnell. Schnell bedeutet fast. Aber du kannst einen Text vorbereiten. Vorbereiten bedeutet get ready. Du schreibst: Guten Tag. Mein Name ist. Ich bin neu in Deutschland. Ich bin krank und brauche einen Termin. Ich habe seit gestern Fieber, Husten und Halsschmerzen. Haben Sie heute oder morgen einen Termin frei? Termin frei bedeutet available appointment. Heute oder morgen. Wenn du sehr krank bist, sag: Es ist dringend. Dringend. Ich habe hohes Fieber. Ich brauche bitte schnell einen Termin. Die Person an der Rezeption heißt oft medizinische Fachangestellte oder MFA. Rezeption bedeutet Front Desk. Sie fragt vielleicht: Sind Sie schon Patient bei uns? Das bedeutet: Warst du schon einmal dort? Du sagst: Nein, ich bin neu. Oder: Ja, ich war schon einmal bei Ihnen. Sie fragt: Welche Krankenversicherung haben Sie? Krankenversicherung bedeutet Health Insurance. Du sagst: Ich bin gesetzlich versichert. Gesetzlich versichert bedeutet Public Health Insurance. Oder: Ich bin privat versichert. Privat versichert bedeutet Private Health Insurance. Sie fragt: Wie ist Ihr Geburtsdatum? Geburtsdatum bedeutet Birthday with Year. Du sagst: Mein Geburtsdatum ist. Sie fragt: Wie ist Ihre Telefonnummer? Telefonnummer. Du sagst langsam deine Nummer. Wenn Zahlen schwer sind, sprich langsam. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sie sagt vielleicht: Kommen Sie heute um 11:30 Uhr. Oder: Wir haben erst morgen einen Termin. Erst morgen bedeutet not until tomorrow. Oder: Kommen Sie in die offene Sprechstunde. Offene Sprechstunde bedeutet Zeit, in der du ohne festen Termin kommen kannst. Aber du musst vielleicht warten. Du verstehst nicht alles. Du sagst: Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie bitte langsam sprechen?
Können Sie mir die Uhrzeit per E-Mail schicken? Können Sie mir die Adresse bitte sagen? Ich schreibe es auf. Aufschreiben ist gut. Schreibe Datum, Uhrzeit, Adresse, Name der Praxis. Datum bedeutet Date. Uhrzeit bedeutet Time. Praxis bedeutet Doctor's Office. Jetzt hast du einen Arzttermin. Du musst dich vorbereiten. Vorbereitung hilft. Du nimmst Krankenversicherungskarte, Ausweis, Liste mit Symptomen, Liste mit Medikamenten, Allergien, vielleicht Impfpass. Impfpass bedeutet Vaccination Record. Impfung bedeutet Vaccination. Krankenversicherungskarte. Ein langes Wort. Krankenversicherung. Skarte. Das ist die Karte von deiner Krankenkasse. Krankenkasse bedeutet Health Insurance Provider. Du zeigst sie in der Praxis. Du schreibst deine Symptome auf. Seit wann? Wie stark? Wo genau? Was macht es besser? Was macht es schlimmer? Welche Medikamente hast du genommen? Genau bedeutet exactly. Wo genau tut es weh? Hier. Im Bauch. Links. Rechts. Oben. Unten. Im Rücken. In der Brust. Im Hals. Im Kopf. Links bedeutet left. Rechts bedeutet right. Oben bedeutet up. Unten bedeutet down. Vorne bedeutet front. Hinten bedeutet back. Du kannst beim Arzt zeigen. Zeigen bedeutet point or show. Du zeigst auf deinen Bauch und sagst, hier tut es weh. Du zeigst auf den Hals. Hier tut es weh. Zeigen hilft, wenn Worte fehlen. Fehlen bedeutet not there, missing. Jetzt gehst du zur Praxis. Du bist pünktlich. Pünktlich bedeutet on time. Du kommst vielleicht 10 Minuten früher. Früher bedeutet earlier. Du gehst zur Rezeption. Du sagst, guten Tag. Ich habe um 11:30 Uhr einen Termin. Mein Name ist. Hier ist meine Versicherungskarte. Die Frau an der Rezeption nimmt die Karte. Sie gibt dir vielleicht ein Formular. Formular bedeutet Paper with Questions. Du musst es ausfüllen. Ausfüllen bedeutet Fill out. Name, Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Versicherung, Allergien, Medikamente. Wenn du etwas nicht verstehst, frag. Entschuldigung, was muss ich hier eintragen? Eintragen bedeutet write in. Was bedeutet dieses Wort? Können Sie mir bitte helfen? Du setzt dich ins Wartezimmer. Wartezimmer bedeutet Room where patients wait. Warten. Vielleicht 10 Minuten. Vielleicht 30 Minuten. Manchmal länger. Länger bedeutet longer. Du bist krank und müde.
aber du wartest. Wartezeit ist normal. Wartezeit bedeutet Waiting Time. Im Wartezimmer sitzen andere Menschen. Eine ältere Frau hustet. Ein Kind spielt leise. Ein Mann liest. Du schaust auf dein Handy. Aber vielleicht bist du zu müde. Du schließt kurz die Augen. Augen schließen bedeutet Close Eyes. Du atmest ruhig. Dann kommt eine Stimme. Frau Müller? Herr Schneider? Vielleicht dein Name. Du stehst auf. Eine Mitarbeiterin sagt, bitte kommen Sie mit. Du gehst in ein Behandlungszimmer. Behandlungszimmer bedeutet Room where Doctor examines you. Untersuchen bedeutet Examen. Behandlung bedeutet Treatment. Der Arzt kommt. Er sagt, Guten Tag. Was führt Sie zu mir? Das bedeutet, warum sind Sie hier? Du kannst einfach sagen, ich bin krank. Ich habe seit gestern Fieber, Husten und Halsschmerzen. Ich fühle mich schwach. Der Arzt fragt, seit wann haben Sie Fieber? Wie hoch war die Temperatur? Haben Sie Schmerzen? Haben Sie Atemnot? Haben Sie Medikamente genommen? Sind Sie gegen etwas allergisch? Rauchen Sie? Sind Sie schwanger? Das fragt man vielleicht bei Frauen. Haben Sie Vorerkrankungen? Vorerkrankung bedeutet Illness you already had before or chronic condition. Du antwortest kurz und klar. Kurz bedeutet not long. Klar bedeutet easy to understand. Seit gestern 38,5 Grad. Nein, keine Atemnot. Ja, ich habe Paracetamol genommen. Nein, keine Allergien. Oder ja, ich habe eine Allergie gegen Penicillin. Paracetamol ist ein Medikament. Ibuprofen ist auch ein Medikament. Aber du solltest Medikamente vorsichtig nehmen. Vorsichtig bedeutet careful. Frage Arzt oder Apotheke, wenn du unsicher bist. Unsicher bedeutet not sure. Der Arzt untersucht dich. Er schaut in deinen Hals. Hals. Er hört deine Lunge ab. Lunge bedeutet Lungs. Abhören bedeutet listen with stethoscope. Stethoskop ist ein medizinisches Gerät. Er misst vielleicht Fieber oder Blutdruck. Blutdruck. Er fragt dich, tief einzuatmen. Tief einatmen bedeutet Deep Breath In. Ausatmen bedeutet Breathe Out. Er sagt vielleicht, es ist wahrscheinlich eine Erkältung. Wahrscheinlich bedeutet probably. Sie brauchen Ruhe. Trinken Sie viel. Nehmen Sie diese Tabletten bei Bedarf. Bei Bedarf bedeutet if needed. Oder er sagt, ich schreibe Ihnen ein Rezept. Rezept bedeutet Prescription. Damit bekommst du Medikament in der Apotheke.
Vielleicht bekommst du auch eine Krankschreibung. Krankschreibung bedeutet Official paper or digital note that you cannot work because you are sick. In Deutschland sagt man auch Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ein sehr langes Wort. Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Arbeitsunfähig bedeutet you cannot work. Bescheinigung bedeutet Certificate. Viele sagen kurz AU. Wenn du arbeitest, brauchst du vielleicht eine Krankmeldung. Krankmeldung bedeutet, du sagst deinem Arbeitgeber, dass du krank bist. Arbeitgeber bedeutet Employer. Krankschreibung ist das offizielle Dokument vom Arzt. Krankmeldung ist die Information an Arbeit oder Schule. Der Arzt sagt, ich schreibe Sie bis Freitag krank. Das bedeutet, du darfst bis Freitag nicht arbeiten, weil du krank bist. Du brauchst Ruhe. Du sagst Danke. Muss ich etwas an meinen Arbeitgeber schicken? Der Arzt erklärt vielleicht. Die Krankmeldung wird elektronisch übermittelt. Elektronisch bedeutet digital. In Deutschland gibt es oft elektronische AU. Aber du musst trotzdem deinem Arbeitgeber Bescheid sagen. Bescheid sagen bedeutet inform. Du gehst aus dem Behandlungszimmer. An der Rezeption fragst du, bekomme ich ein Rezept? Muss ich noch etwas tun? Brauche ich einen neuen Termin? Wann soll ich wiederkommen? Wiederkommen bedeutet come again. Wenn du ein Rezept bekommst, gehst du in die Apotheke. Apotheke. Dort bekommst du Medikamente. Vielleicht ist das Rezept elektronisch auf deiner Versicherungskarte. Elektronisches Rezept. E-Rezept. Oder du bekommst Papier. Papierrezept. Du gibst es in der Apotheke ab. Abgeben bedeutet Hand in. In der Apotheke sagst du Guten Tag. Ich habe ein Rezept. Hier ist meine Versicherungskarte. Oder hier ist mein Rezept. Die Apothekerin nimmt das Rezept. Sie gibt dir das Medikament. Medikament. Vielleicht Tabletten. Tablette bedeutet Pill. Vielleicht Tropfen. Tropfen bedeutet Drops. Vielleicht Saft. Saft kann Medicine Syrup sein. Vielleicht Spray. Spray für Nase oder Hals. Nasens Spray. Halsspray. Vielleicht Salbe. Salbe bedeutet Ointment or Cream for Skin. Die Apothekerin erklärt, nehmen Sie eine Tablette morgens und abends. Morgens bedeutet in the morning. Abends bedeutet in the evening. Nach dem Essen. Vor dem Essen. Mit viel Wasser. Nicht auf nüchternen Magen. Nüchterner Magen bedeutet empty stomach. 3-mal täglich. Täglich bedeutet every day. Eine Woche lang. Eine Woche lang bedeutet for 1 week.
Das sind viele Informationen. Du kannst sagen, können Sie das bitte aufschreiben? Wie oft soll ich das nehmen? Wie lange soll ich das nehmen? Vor dem Essen oder nach dem Essen? Gibt es Nebenwirkungen? Nebenwirkungen bedeutet Side Effects. Darf ich damit Auto fahren? Darf ich Alkohol trinken? Darf ich Sport machen? Darf ich bedeutet may I. Diese Fragen sind wichtig. Wenn du das Medikament nicht verstehst, frag. Nicht einfach nehmen und hoffen. Hoffen bedeutet Hope. Medikamente können helfen. Aber man muss sie richtig nehmen. Richtig bedeutet correct. Zu viel ist nicht gut. Zu wenig vielleicht auch nicht. Mit manchen Medikamenten darf man keinen Alkohol trinken. Manche machen müde. Müde bedeutet tired. Manche darf man nicht in der Schwangerschaft nehmen. Schwangerschaft bedeutet Pregnancy. Jetzt gehst du nach Hause. Du bist erschöpft. Erschöpft bedeutet sehr müde, ohne Kraft. Du hast einen Arzttermin gemacht. Du warst beim Arzt. Du warst in der Apotheke. Das ist viel. Viel bedeutet a lot. Jetzt brauchst du Ruhe. Ruhe ist Medizin. Nicht nur Tabletten. Ruhe ist auch Medizin. Du gehst nach Hause. Du ziehst die Schuhe aus. Du wäschst die Hände. Hände waschen ist wichtig. Du trinkst Wasser. Du nimmst das Medikament, wenn es Zeit ist. Du liest die Packung. Packung bedeutet Box. In der Packung ist Beipackzettel. Beipackzettel bedeutet Paper with information about medicine. Er ist oft lang und schwer. Sehr schwer. Auch für Deutsche. Wenn du Angst bekommst, weil viele Nebenwirkungen stehen, frage Apotheke oder Arzt. Nicht jede Nebenwirkung passiert. Der Zettel muss viele Informationen nennen. Du legst dich hin. Hinlegen bedeutet lie down. Du stellst Wasser neben das Bett. Neben bedeutet next to. Du stellst Taschentücher daneben. Taschentücher bedeutet Tissues. Du stellst vielleicht Thermometer daneben. Du deckst dich zu. Du schläfst. Jetzt sprechen wir über Krankmeldung bei Arbeit oder Kurs. Wenn du arbeitest und krank bist, musst du früh Bescheid sagen. Früh bedeutet early, nicht erst am Abend. Du kannst anrufen oder schreiben. Jede Firma hat Regeln. Regel bedeutet Rule. Manche wollen Anruf. Manche akzeptieren E-Mail oder Nachricht. Du kannst schreiben. Guten Morgen, ich bin heute krank und kann leider nicht zur Arbeit kommen. Ich habe einen Arzttermin und melde mich danach wieder. Viele Grüße oder Guten Morgen, ich bin krankgeschrieben bis Freitag. Ich kann diese Woche
leider nicht arbeiten. Die Krankmeldung liegt vor. Viele Grüße krankgeschrieben bedeutet Doctor says you cannot work. Liegt vor bedeutet is available. Wenn du zur Schule, Uni oder zum Deutschkurs gehst, kannst du schreiben: Guten Morgen, ich bin heute krank und kann leider nicht zum Kurs kommen. Ich ruhe mich aus und komme wieder, wenn ich gesund bin. Viele Grüße oder Guten Morgen, ich habe Fieber und bleibe heute zu Hause. Könnten Sie mir bitte sagen, welche Hausaufgaben es gibt? Vielen Dank. Hausaufgaben bedeutet Homework. Wenn du krank bist, musst du nicht alles sofort machen. Aber du kannst später nachfragen. Wichtig: Wenn du ansteckend bist, bleib zu Hause. Ansteckend bedeutet, du kannst andere Menschen krank machen. Bei Husten, Fieber, Grippe, Magen-Darm-Problemen ist zu Hause bleiben oft besser. Magen-Darm bedeutet Stomach and Intestines. Andere Menschen schützen ist wichtig. Schützen bedeutet protect. Jetzt sprechen wir über kleine Krankheiten und was man sagen kann. Erkältung. Eine Erkältung ist sehr häufig. Häufig bedeutet offen. Symptome: Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, leichtes Fieber, Müdigkeit. Satz: Ich habe eine Erkältung. Ich bin erkältet. Erkältet bedeutet having a cold. Grippe. Grippe ist oft stärker als Erkältung. Starkes Fieber, Gliederschmerzen, sehr schwach. Gliederschmerzen bedeutet Schmerzen in Armen und Beinen. Satz: Ich glaube, ich habe Grippe. Oder ich habe starke Gliederschmerzen und hohes Fieber. Magen-Darm. Symptome: Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen. Satz: Ich habe Magen-Darm-Probleme. Mir ist übel. Ich habe mich übergeben. Ich habe Durchfall. Allergie. Symptome: Niesen, juckende Augen, laufende Nase, Ausschlag. Niesen bedeutet sneeze. Jucken bedeutet itch. Ausschlag bedeutet rash. Satz: Ich habe eine Allergie. Meine Haut juckt. Ich habe einen Ausschlag. Meine Augen jucken. Rückenschmerzen. Rücken bedeutet back. Satz: Ich habe Rückenschmerzen. Mein Rücken tut weh. Seit 2 Tagen habe ich Schmerzen im unteren Rücken. Unterer Rücken bedeutet lower back. Zahnschmerzen. Zahn bedeutet tooth. Zahnschmerzen bedeutet toothache. Satz: Ich habe Zahnschmerzen. Ich brauche einen Termin beim Zahnarzt. Zahnarzt bedeutet Dentist. Zahnärztin means female dentist. Augenprobleme. Auge bedeutet Eye. Satz: Mein Auge ist rot.
Mein Auge tut weh. Ich sehe verschwommen. Verschwommen bedeutet blurry. Dann brauchst du vielleicht Augenarzt. Augenarzt bedeutet Eye Doctor. Hautprobleme. Haut bedeutet Skin. Satz: Ich habe einen Ausschlag. Meine Haut juckt. Ich habe rote Flecken. Fleck bedeutet Spot. Dann vielleicht Hautarzt. Hautarzt bedeutet Dermatologist. Jetzt sprechen wir über Facharzt. Facharzt bedeutet Specialist Doctor. Zum Beispiel Hausarzt, Zahnarzt, Augenarzt, Hautarzt, Frauenarzt, Kinderarzt, Orthopäde, Arzt. Frauenarzt ist Doctor for Women's Health. Kinderarzt ist Doctor for Children. Orthopäde ist Doctor for Bones, Joints, Back. Knochen bedeutet Bones. Gelenk bedeutet Joint. Noarzt bedeutet Hals-Nasen-Ohrenarzt. Hals, Nase, Ohren. He helps with throat, nose, ears. Manchmal brauchst du eine Überweisung. Überweisung beim Arzt bedeutet Paper or Digital Note from Hausarzt to Specialist. Nicht zu verwechseln mit Banküberweisung. Banküberweisung bedeutet Geld schicken. Das gleiche Wort, aber andere Situation. Überweisung. Beim Arzt Referral. Bei Bank Transfer. Du kannst fragen: Brauche ich eine Überweisung? Können Sie mir eine Überweisung geben? Zu welchem Facharzt soll ich gehen? Jetzt Bereitschaftsdienst. Ein wichtiges Wort. Ärztlicher Bereitschaftsdienst hilft, wenn die Praxis geschlossen ist und es kein Notfall ist. Geschlossen bedeutet closed. Kein Notfall bedeutet nicht lebensgefährlich. Lebensgefährlich bedeutet Danger for Life. Die Nummer ist 116117. 116117. Wenn du am Abend, am Wochenende oder Feiertag krank bist und nicht warten kannst, aber es kein Notfall ist, kannst du 116117 kontaktieren. Du kannst sagen: Ich bin krank und meine Arztpraxis ist geschlossen. Ich habe Fieber und starke Schmerzen. Es ist kein Notfall, aber ich brauche ärztliche Hilfe. Was soll ich tun? Feiertag bedeutet Public Holiday. An Feiertagen sind viele Praxen geschlossen. Aber Hilfe gibt es trotzdem. Trotzdem bedeutet ebenso. Jetzt Krankenhaus. Krankenhaus bedeutet Hospital. Notaufnahme bedeutet Emergency Department. Notaufnahme ist für Notfälle, nicht für normale Erkältung. Wenn du nur leicht krank bist, ist Hausarzt besser. Aber wenn du starke Atemnot, Brustschmerzen, Unfall, starke Blutung, sehr starke Schmerzen hast, dann Notaufnahme oder 112.
Im Krankenhaus brauchst du klare Sätze. Ich brauche Hilfe. Ich habe starke Schmerzen. Ich bekomme schlecht Luft. Ich habe Brustschmerzen. Ich hatte einen Unfall. Ich bin schwanger. Ich habe eine Allergie. Ich nehme diese Medikamente. Hier ist meine Versicherungskarte. Ich spreche wenig Deutsch. Wenn möglich, nimm eine Person mit. Mitnehmen bedeutet bring someone with you. Eine Person kann helfen, übersetzen, fragen, hören. Übersetzen bedeutet translate. Aber auch allein kannst du Hilfe bekommen. Wenn du kein Deutsch kannst, sag, ich brauche einen Dolmetscher. Dolmetscher bedeutet Interpreter. Sprechen Sie Englisch? Können Sie bitte langsam sprechen? Jetzt sprechen wir über psychische Gesundheit. Psychisch bedeutet about mind and feelings. Gesundheit ist nicht nur Körper. Gesundheit ist auch Kopf und Herz. Wenn du neu in Deutschland bist, kannst du traurig, einsam, ängstlich oder sehr müde sein. Einsam bedeutet lonely. Ängstlich bedeutet anxious. Das ist wichtig. Heimweh. Heimweh bedeutet, du vermisst dein Zuhause. Vermissen bedeutet miss. Du vermisst Familie, Freunde, Essen, Sprache, Sonne, Gerüche, Das kann weh tun. Du bist vielleicht nicht körperlich krank, aber dein Herz ist schwer. Auch dann brauchst du Hilfe und Ruhe. Du kannst mit Freunden sprechen. Du kannst Familie anrufen. Du kannst rausgehen. Rausgehen bedeutet go outside. Du kannst spazieren gehen. Spazieren gehen bedeutet walk slowly. Du kannst Sport machen. Du kannst in ein Sprachcafé gehen. Du kannst eine Beratungsstelle fragen. Beratungsstelle bedeutet Place for Advice and Help. Wenn du lange sehr traurig bist, wenn du nicht schlafen kannst, wenn du keine Kraft mehr hast, wenn du Angst hast, wenn du dunkle Gedanken hast, suche professionelle Hilfe. Professionell bedeutet trained. Hilfe von Arzt, Psychologe, Beratungsstelle. Psychologe bedeutet Psychologist. Du kannst beim Hausarzt anfangen und sagen, ich fühle mich seit Wochen sehr traurig. Ich habe Angst. Ich kann nicht schlafen. Ich brauche Hilfe. Das ist mutig. Mutig bedeutet brave. Hilfe suchen ist nicht schwach. Schwach bedeutet weak. Hilfe suchen ist klug. Klug bedeutet smart. Jetzt sprechen wir über Essen, wenn du krank bist. Essen ist schwierig, wenn du krank bist. Vielleicht hast du keinen Appetit. Appetit bedeutet desire to eat. Kein Appetit. Dann iss kleine Portionen. Portion bedeutet amount of food. Suppe, Reis, Banane,
Toast, Kartoffeln, Joghurt, wenn dein Bauch es verträgt. Vertragen bedeutet your body can handle it. Wenn du Durchfall hast, trinke viel Wasser, Tee, Brühe. Brühe bedeutet Broth. Bei Durchfall verliert der Körper Wasser und Salz. Salz. Wenn es lange dauert oder stark ist, frage Arzt. Besonders bei Kindern oder alten Menschen. Alte Menschen means elderly people. Wenn dir übel ist, iss langsam. Kleine Schlucke Wasser. Schluck bedeutet Sip. Nicht zu viel auf einmal. Auf einmal bedeutet at once. Ruhe. Wenn du Halsschmerzen hast, helfen warme Getränke vielleicht. Tee, Suppe. Nicht zu heiß. Heiß bedeutet hot. Zu heiß kann den Hals reizen. Reizen bedeutet Irritate. Jetzt sprechen wir über Schlaf. Schlaf ist Medizin. Medizin bedeutet Medizin. Wenn du krank bist, braucht dein Körper Schlaf. Aber manchmal kannst du nicht gut schlafen. Nase zu. Husten, Fieber. Du kannst den Kopf etwas höher legen. Höher bedeutet more high. Vielleicht mit zweitem Kissen. Kissen bedeutet Pillow. Du kannst Wasser neben das Bett stellen. Du kannst vor dem Schlafen lüften. Lüften bedeutet Fenster kurz öffnen. Frische Luft hilft manchmal. Aber wenn du Atemnot hast oder nicht liegen kannst, weil du schlecht Luft bekommst, suche Hilfe. Das kann ernst sein. Ernst bedeutet serious. Jetzt sprechen wir über Hygiene. Hygiene bedeutet Clean Habits for Health. Hände waschen. Hände waschen ist sehr wichtig. Nach Toilette. Vor Essen. Nach Husten. Nach Nase putzen. Nase putzen bedeutet blow nose. Benutzte Taschentücher wegwerfen. Wegwerfen bedeutet throw away. In die Armbeuge husten. Armbeuge bedeutet inside of elbow. Nicht in die Hand husten. Abstand halten, wenn du ansteckend bist. Abstand bedeutet Distance. Wenn du in einer WG wohnst, informiere Mitbewohner. WG bedeutet Shared Apartment. Mitbewohner means Roommate. Du kannst schreiben, Hallo, ich bin erkältet und habe Fieber. Ich bleibe heute in meinem Zimmer und lüfte regelmäßig. Ich achte auf Hygiene. Achten auf bedeutet pay attention to. So schützt du andere. Andere schützen ist freundlich. Jetzt sprechen wir über Medikamente zu Hause. Viele Menschen haben eine kleine Hausapotheke. Hausapotheke bedeutet Medicines and Health Things at Home. Zum Beispiel Thermometer, Pflaster,
Desinfektionsmittel, Schmerzmittel, Fiebermittel, Halstabletten, Nasenspray, Tee. Elektrolyte, Verband. Desinfektionsmittel means disinfectant. Schmerzmittel means painkiller. Fiebermittel means medicine for fever. Electrolyte means minerals for fluid balance. Often bei Durchfall. Verband means bandage. Aber Vorsicht. Vorsicht bedeutet be careful. Medikamente haben Ablaufdatum. Ablaufdatum bedeutet Date until medicine is good. Wenn Medikament abgelaufen ist, benutze es nicht. Frag Apotheke, wie du alte Medikamente entsorgen kannst. Entsorgen bedeutet throw away correctly. Nicht jedes Medikament gehört in Toilette oder Waschbecken. Toilette, Waschbecken. Frag Apotheke. Jetzt sprechen wir über Kinder. Wenn ein Kind krank ist, ist es besonders wichtig. Kinder. Kinder können schnell Fieber bekommen. Wenn du unsicher bist, ruf Kinderarzt oder Bereitschaftsdienst an. Kinderarzt means Pediatrician. Bei sehr kleinen Kindern, hohem Fieber, Atemnot, starkem Erbrechen oder wenn das Kind sehr schläfrig ist, suche schnell Hilfe. Schläfrig bedeutet sleepy in a worrying way. Sätze. Mein Kind hat Fieber. Mein Kind hustet stark. Mein Kind trinkt nicht. Mein Kind erbricht sich. Mein Kind bekommt schlecht Luft. Ich brauche einen Termin beim Kinderarzt. Wenn dein Kind in Kita oder Schule ist, informiere die Kita oder Schule. Kita bedeutet Daycare. Schule. Du schreibst: Guten Morgen, mein Kind ist krank und kommt heute nicht in die Kita. Oder mein Kind hat Fieber und bleibt zu Hause. Jetzt sprechen wir über Zahnarzt. Zahnschmerzen können sehr stark sein. Stark. Wenn du Zahnschmerzen hast, ruf beim Zahnarzt an. Zahnarzt. Du sagst: Guten Tag, ich habe Zahnschmerzen und brauche einen Termin. Es ist dringend. Ich habe starke Schmerzen. Meine Wange ist geschwollen. Wange bedeutet cheek. Geschwollen bedeutet swollen. Ich kann nicht gut essen. Zahnarzt kann Angst machen. Aber warten ist oft schlimmer. Schlimmer bedeutet worse. Je früher du gehst, desto besser. Früher, besser. Jetzt sprechen wir über Frauenarzt. Für Frauen ist Frauenarzt wichtig. Du kannst dort Vorsorge machen. Vorsorge bedeutet Check-up before problems. Du kannst Fragen stellen zu Schwangerschaft, Verhütung, Schmerzen, Periode. Periode bedeutet Menstruation. Verhütung bedeutet Contraception. Du kannst sagen: Ich brauche einen Termin zur Kontrolle. Ich habe Schmerzen.
Meine Periode ist sehr stark. Ich bin schwanger. Ich brauche Beratung. Beratung bedeutet Advice. Wenn du lieber eine Ärztin möchtest, kannst du fragen: Gibt es eine Ärztin? Ich möchte gerne zu einer Ärztin. Jetzt sprechen wir über Sprache beim Arzt. Viele Menschen haben Angst, dass sie nicht genug Deutsch sprechen. Aber beim Arzt brauchst du oft einfache, klare Wörter. Körperteil plus tut weh. Das reicht oft. Mein Kopf tut weh. Mein Hals tut weh. Mein Bauch tut weh. Mein Rücken tut weh. Mein Knie tut weh. Mein Arm tut weh. Mein Fuß tut weh. Meine Brust tut weh. Oder ich habe Schmerzen im Kopf. Ich habe Schmerzen im Hals. Ich habe Schmerzen im Bauch. Ich habe Schmerzen im Rücken. Ich habe Schmerzen im Knie. Du kannst sagen, der Schmerz ist stark. Der Schmerz ist leicht. Der Schmerz kommt und geht. Der Schmerz ist immer da. Immer bedeutet always. Der Schmerz ist stechend. Stechend bedeutet sharp, like needle. Der Schmerz ist dumpf. Dumpf bedeutet dull. Der Schmerz brennt. Brennen bedeutet burn. Es juckt. Jucken bedeutet itch. Es ist geschwollen. Geschwollen means swollen. Es ist rot. Rot means red. Es blutet. Bluten means bleed. Diese Wörter sind sehr nützlich. Jetzt kommt eine kleine Geschichte. Lina lebt seit 4 Monaten in Deutschland. Sie macht einen Deutschkurs und arbeitet am Wochenende in einem Café. An einem Mittwoch wacht sie auf und fühlt sich schlecht. Ihr Kopf tut weh. Ihr Hals tut weh. Sie hat Husten. Sie misst Fieber. 6 Grad. Sie wird nervös. Früher hätte sie vielleicht einfach weitergemacht. Aber heute denkt sie, mein Körper braucht Ruhe. Sie schreibt ihrem Kurs: Guten Morgen, ich bin krank und kann heute leider nicht zum Kurs kommen. Ich habe Fieber und Husten. Viele Grüße, Lina. Dann ruft sie ihre Hausarztpraxis an. Sie hat den Text vorher aufgeschrieben. Ihr Herz schlägt schnell. Herz schlägt bedeutet Heartbeat. Die Frau am Telefon spricht schnell. Lina sagt: Entschuldigung, ich lerne Deutsch. Können Sie bitte langsam sprechen? Die Frau spricht langsamer. Lina sagt: Ich habe seit gestern Husten und Halsschmerzen. Heute habe ich Fieber. Haben Sie einen Termin frei? Die Frau sagt: Kommen Sie um 12 Uhr. Lina geht zur Praxis. Sie nimmt ihre Versicherungskarte, ihren Ausweis und ihre Symptomliste. In der Praxis wartet sie 20 Minuten.
Dann kommt der Arzt. Lina sagt, ich habe Fieber, Husten und Halsschmerzen. Seit gestern. Der Arzt untersucht sie. Er sagt, es ist eine Erkältung. Sie brauchen Ruhe. Trinken Sie viel. Ich schreibe Sie bis Freitag krank. Lina geht in die Apotheke. Sie gibt das Rezept ab. Die Apothekerin erklärt die Tabletten. Lina versteht nicht alles. Sie fragt, können Sie das bitte aufschreiben? Die Apothekerin schreibt es auf die Packung. Lina sagt Danke. Zu Hause macht Lina Tee. Sie legt sich hin. Sie informiert ihre Arbeit. Guten Tag, ich bin krankgeschrieben bis Freitag und kann am Wochenende leider nicht arbeiten. Viele Grüße, Lina. Dann schläft sie. Am nächsten Tag fühlt sie sich noch müde, aber nicht mehr so ängstlich. Sie hat den Weg geschafft. Krank sein, anrufen, Arzt, Apotheke, Krankmeldung. Es war schwer, aber machbar. Machbar bedeutet possible to do. Nach ein paar Tagen geht es ihr besser. Besser bedeutet better. Sie hat gelernt. Wenn ich krank bin, muss ich nicht panisch sein. Ich kann Symptome aufschreiben. Ich kann anrufen. Ich kann fragen. Ich kann Hilfe bekommen. Das ist ein wichtiger Lernschritt. Lernschritt bedeutet Step in Learning. Jetzt wiederholen wir wichtige Sätze für den Arzt. Ich bin krank. Ich brauche einen Termin. Ich habe Fieber. Ich habe Husten. Ich habe Schnupfen. Ich habe Halsschmerzen. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Bauchschmerzen. Mir ist übel. Mir ist schwindelig. Ich habe mich übergeben. Ich habe Durchfall. Ich habe Schmerzen hier. Seit gestern. Seit heute Morgen. Seit 3 Tagen. Die Schmerzen sind stark. Die Schmerzen sind leicht. Ich bekomme schlecht Luft. Ich habe eine Allergie. Ich nehme diese Medikamente. Ich bin gesetzlich versichert. Hier ist meine Versicherungskarte. Brauche ich eine Krankschreibung? Wann soll ich wiederkommen? Können Sie das bitte wiederholen? Können Sie bitte langsam sprechen? Jetzt wichtige Sätze für die Apotheke. Ich habe ein Rezept. Ich brauche dieses Medikament. Wie oft soll ich das nehmen? Wie lange soll ich das nehmen? Vor dem Essen oder nach dem Essen? Muss ich viel Wasser trinken? Gibt es Nebenwirkungen? Macht das Medikament müde? Darf ich Auto fahren? Darf ich Alkohol trinken? Ich habe eine Allergie. Können Sie das bitte aufschreiben? Haben Sie etwas gegen Husten? Haben Sie etwas gegen Halsschmerzen? Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Jetzt wichtige Sätze für Arbeit oder Kurs. Guten Morgen, ich bin heute krank. Ich kann leider nicht zur Arbeit kommen. Ich habe einen Arzttermin. Ich melde mich später wieder.
Ich bin krankgeschrieben bis Freitag. Die Krankmeldung liegt vor. Ich kann heute leider nicht zum Kurs kommen. Könnten Sie mir bitte die Hausaufgaben schicken? Ich komme wieder, wenn ich gesund bin. Jetzt wichtige Sätze für Notfall. Ich brauche Hilfe. Das ist ein Notfall. Ich bekomme schlecht Luft. Ich habe starke Brustschmerzen. Ich hatte einen Unfall. Die Person ist bewusstlos. Es blutet stark. Ich habe starke Schmerzen. Meine Adresse ist. Ich spreche wenig Deutsch. Bitte kommen Sie schnell. Diese Sätze können wichtig sein. Speichere sie vielleicht im Handy. Speichern bedeutet Save. Du kannst sie lesen, wenn du nervös bist. Jetzt sprechen wir über gesund werden. Gesund werden ist ein Prozess. Prozess bedeutet, etwas dauert. Du wirst nicht immer sofort gesund. Manchmal brauchst du 2 Tage, manchmal eine Woche, manchmal länger. Länger bedeutet more long. Dein Körper braucht Zeit. Sei geduldig. Geduldig bedeutet patient. Geduld. Ein schönes Wort. Geduld bedeutet ruhig warten können. Wenn du krank bist, versuche nicht, stark zu spielen. Stark spielen bedeutet so tun, als ob du stark bist. Dein Körper braucht echte Ruhe. Du darfst Termine verschieben. Verschieben bedeutet move to another time. Du darfst Hilfe fragen. Du darfst Essen bestellen, wenn du nicht kochen kannst. Bestellen bedeutet Order. Du darfst jemanden bitten, Medikamente zu holen. Bitten bedeutet ask politely. Du kannst schreiben: Ich bin krank. Könntest du mir bitte Tee oder Suppe mitbringen? Könntest du bitte in der Apotheke etwas für mich holen? Könntest du bitte kurz einkaufen? Vielen Dank. Das hilft mir sehr. Hilfe annehmen ist nicht peinlich. Peinlich bedeutet embarrassing. Jeder Mensch ist manchmal krank. Jeder braucht manchmal Hilfe. Jetzt sprechen wir über Vorbeugung. Vorbeugung bedeutet etwas tun, damit man nicht so leicht krank wird. Du kannst nicht jede Krankheit verhindern. Verhindern bedeutet stop from happening. Aber du kannst deinem Körper helfen. Schlaf genug. Genug Schlaf. Trink Wasser. Iss regelmäßig. Regelmäßig bedeutet often and with rhythm. Wasch die Hände. Lüfte die Wohnung. Geh spazieren. Beweg dich. Bewegung bedeutet Movement. Zieh dich warm an, wenn es kalt ist. Warm anziehen bedeutet wear warm clothes. Jacke, Schal, Mütze, Handschuhe. Schal bedeutet Scarf. Mütze bedeutet Hat. Handschuhe bedeutet Gloves.
Im Winter ist warme Kleidung wichtig. Nicht nur schön aussehen. Aussehen bedeutet Look, sondern Körper schützen. Schützen bedeutet Protect. Nasse Haare draußen können unangenehm sein. Nass bedeutet wet. Kalte Füße machen dich vielleicht unwohl. Unwohl bedeutet not feeling well. Warme Schuhe helfen. Iss Obst und Gemüse. Obst bedeutet fruit. Gemüse bedeutet vegetables. Apfel, Banane, Orange, Karotte, Tomate, Gurke, Paprika, Zwiebel, Suppe, Reis, Kartoffeln. Einfaches Essen ist oft gut. Jetzt sprechen wir über Impfungen. Impfung bedeutet Vaccination. In Deutschland gibt es Impfempfehlungen. Empfehlung bedeutet Recommendation. Du kannst beim Hausarzt fragen, welche Impfungen brauche ich? Können Sie meinen Impfpass prüfen? Ich bin neu in Deutschland. Welche Impfungen sind wichtig? Du musst nicht alles selbst wissen. Der Arzt kann prüfen. Prüfen bedeutet Check. Jetzt sprechen wir über wichtige Dokumente für Gesundheit. Dokumente, Krankenversicherungskarte, Impfpass, Liste der Medikamente, Liste der Allergien, Arztbriefe, Befunde. Befund bedeutet Medical Result. Röntgenbilder vielleicht. Röntgen bedeutet X-Ray. Notfallkontakt. Notfallkontakt bedeutet Person to contact in emergency. Bewahre diese Dokumente gut auf. Aufbewahren bedeutet keep safely. Vielleicht in einem Ordner. Ordner bedeutet Folder. Gesundheit Ordner. Darin Versicherung, Arzt, Medikamente, Impfungen, Befunde. Wenn du zum Arzt gehst, findest du alles schneller. Schneller bedeutet faster. Jetzt sprechen wir über die Angst vor Kosten. Kosten bedeutet Money you must pay. Viele neue Menschen fragen sich, muss ich viel bezahlen? Wenn du gesetzlich krankenversichert bist, bezahlt die Krankenkasse viele Arztbesuche. Aber nicht alles. Manchmal zahlst du in der Apotheke eine Zuzahlung. Zuzahlung bedeutet Small amount you pay extra. Zum Beispiel 5 Euro oder 10 Euro für ein Medikament. Manchmal sind bestimmte Leistungen privat. Privatleistung bedeutet you pay yourself. Frag immer, übernimmt das die Krankenkasse? Übernehmen bedeutet pay for. Muss ich selbst bezahlen? Wie viel kostet das? Ist das eine Privatleistung? Diese Fragen sind wichtig. Du darfst nach Kosten fragen. Das ist normal. Jetzt sprechen wir über Vertrauen. Vertrauen bedeutet Trust. Du brauchst Vertrauen in deinen Körper, aber auch in deine Fragen.
Wenn du etwas nicht verstehst, frage. Wenn du dich nicht gut beraten fühlst, kannst du eine zweite Meinung suchen. Zweite Meinung bedeutet another doctor's opinion. Wenn du starke Symptome hast und niemand dich ernst nimmt, bleib dran. Dranbleiben bedeutet continue. Sag klar, ich mache mir Sorgen. Die Schmerzen sind sehr stark. Es wird schlimmer. Schlimmer bedeutet worse. Ich brauche bitte Hilfe. Jetzt eine ruhige Wiederholung für den ganzen Ablauf. Du wachst krank auf. Du bleibst ruhig. Du misst Fieber. Du schreibst Symptome auf. Du trinkst Wasser. Du ruhst dich aus. Du entscheidest Notfall oder kein Notfall. Bei Notfall rufst du 112. Bei normaler Krankheit rufst du Hausarzt an. Du machst einen Termin. Du nimmst Versicherungskarte und Ausweis mit. Du erklärst Symptome. Der Arzt untersucht dich. Du bekommst vielleicht Rezept und Krankschreibung. Du gehst in die Apotheke. Du fragst, wie du das Medikament nehmen sollst. Du informierst Arbeit oder Kurs. Du gehst nach Hause. Du ruhst dich aus. Du wirst langsam gesund. Langsam gesund werden. Das ist schön. Langsam ist okay. Dein Körper muss nicht schnell sein. Schnell ist nicht immer besser. Besser ist richtig, ruhig, geduldig. Jetzt kommt der Abend. Du liegst im Bett. Du bist noch krank, aber ruhiger. Neben dir steht eine Tasse Tee. Neben dir liegt ein Taschentuch. Dein Handy ist leise. Leise bedeutet quiet. Du hast Arbeit informiert. Du warst beim Arzt. Du hast Medizin. Du hast Wasser. Du hast Ruhe. Vielleicht fühlst du dich allein. Allein bedeutet without another person. Krank sein allein ist schwer. Du kannst jemanden anrufen. Anrufen bedeutet call. Du kannst sagen, ich bin krank und fühle mich allein. Kannst du kurz mit mir sprechen? Das ist ehrlich. Ehrlich ist gut. Vielleicht rufst du deine Familie an. Vielleicht deine Mutter. Vielleicht einen Freund. Vielleicht hörst du eine vertraute Stimme. Vertraut bedeutet familiar. Eine vertraute Stimme kann wie Medizin sein. Nicht für den Körper, aber für das Herz. Du musst nicht immer stark sein. Du darfst krank sein. Du darfst müde sein. Du darfst Hilfe brauchen. Du darfst langsam werden. In Deutschland gesund zu werden bedeutet nicht nur Medikamente zu nehmen. Es bedeutet auch, das System zu verstehen. System bedeutet how things work. Hausarzt. Termin.
Krankenversicherung, Rezept, Apotheke, Krankmeldung, Notfall, Bereitschaftsdienst. Wenn du diese Wörter kennst, hast du weniger Angst. Weniger Angst bedeutet more calm. Morgen fühlst du dich vielleicht ein bisschen besser. Ein bisschen bedeutet a little, vielleicht nicht ganz. Ganz bedeutet completely, aber ein bisschen. Du trinkst Tee. Du isst Suppe. Du schläfst. Du nimmst Medizin richtig. Du wartest. Dein Körper arbeitet. Nach ein paar Tagen ist das Fieber weg. Weg bedeutet gone. Der Hals tut weniger weh. Weniger bedeutet less. Der Husten ist noch da, aber besser. Du kannst wieder aufstehen. Du öffnest das Fenster. Frische Luft kommt herein. Du atmest ein. Du denkst, ich bin noch nicht ganz fit, aber ich werde gesund. Fit bedeutet strong and healthy. Wieder fit werden. Wieder gesund werden. Wieder Kraft haben. Wenn du wieder gesund bist, kannst du deinen Gesundheit-Ordner machen. Du legst deine Dokumente hinein. Du speicherst wichtige Telefonnummern, Hausarzt, Apotheke, Krankenkasse, 116, 117, 112, Arbeit, Notfallkontakt. Du schreibst wichtige Sätze in dein Heft. Heft bedeutet Notebook. Du übst. Ich brauche einen Termin. Ich habe seit gestern Fieber. Können Sie bitte langsam sprechen? Wie oft soll ich das Medikament nehmen? Ich bin krankgeschrieben bis Freitag. Dann bist du besser vorbereitet. Vorbereitet bedeutet ready. Vorbereitung macht Angst kleiner. Angst wird kleiner, wenn du weißt, was du tun kannst. Jetzt schließen wir langsam. Schließen bedeutet close. Heute hast du viele Wörter gehört. Körperwörter, Krankheitswörter, Arztwörter, Apothekenwörter, Notfallwörter. Vielleicht war es viel. Viel. Aber du musst nicht alles heute behalten. Behalten bedeutet remember, keep. Höre oder lies es wieder. Wieder. Wiederholung macht Sicherheit. Der wichtigste Satz für heute ist: Wenn ich krank bin, bleibe ich ruhig und suche die richtige Hilfe. Noch einmal: Wenn ich krank bin, bleibe ich ruhig und suche die richtige Hilfe. Und noch ein Satz: Ich darf fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Noch einmal: Ich darf fragen, wenn ich etwas nicht verstehe. Und noch ein Satz: Mein Körper braucht Ruhe. Noch einmal: Mein Körper braucht Ruhe. Gesundheit ist wichtig. Du bist wichtig. Dein Körper ist wichtig.
Dein Schlaf ist wichtig. Deine Ruhe ist wichtig. Deine Fragen sind wichtig. Deine Angst ist verständlich. Verständlich bedeutet understandable. Aber du bist nicht hilflos. Hilflos bedeutet without help. Es gibt Wege. Es gibt Ärzte. Es gibt Apotheken. Es gibt Notruf. Es gibt Beratungsstellen. Es gibt Menschen. Es gibt Sätze. Es gibt Schritte. Schritt für Schritt. Symptom für Symptom. Satz für Satz. Tag für Tag. Du lernst, wie du in Deutschland krank sein kannst, ohne in Panik zu gehen. Du lernst, wie du Hilfe bekommst. Du lernst, wie du dich erklärst. Du lernst, wie du deinen Körper ernst nimmst. Ernst nehmen bedeutet take seriously. Du lernst, wie du wieder gesund wirst. Gute Besserung. Das sagt man auf Deutsch, wenn jemand krank ist. Gute Besserung bedeutet, ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst. Bald bedeutet soon. Gute Besserung. Ein schöner Satz. Warm. Freundlich. Einfach. Also, gute Besserung, wenn du krank bist. Gute Gesundheit, wenn du gesund bist. Gute Ruhe, wenn du müde bist. Und gute Worte, wenn du Hilfe brauchst. Du bist nicht allein. Du kannst fragen. Du kannst Hilfe bekommen. Du kannst gesund werden. Gute Besserung.